Hallo ihr Lieben, im heutigen Video zeige ich euch meine Inktober-Zeichnungen. Ich werde euch auch einen Einblick in persönliche Herausforderungen geben und über meine Materialwahl reden. Die letzten 7 Tage sind erstaunlich gut gelaufen. Ich war in meiner Heimatstadt Wien und war mir einfach nicht sicher, ob ich es schaffen würde, unterwegs zu malen. Meine Sorge war, dass ich mich noch zu unwohl fühlen würde, in der Öffentlichkeit zu zeichnen. Tatsächlich war das eine neue und positive Erfahrung für mich. Niemand hat mir den Kopf abgerissen, mich komisch angeschaut oder blöde Fragen gestellt oder sonst etwas in diese Richtung. Tatsächlich war die einzige Reaktion die einer Frau, die mir beim Verlassen des Cafés sagte, es gefalle ihr, wie sich das Bild entwickelt habe. Eines meiner größten Probleme hingegen war die Witterung. Vor allem der starke Wind beim Thema Zaubertrank. Das Bild ist in einem Café entstanden. Es hatte wirklich sensationelle 20 Grad und man konnte noch im T-Shirt draußen sitzen. Aber an diesem Tag war es einfach wahnsinnig windig, fast schon stürmisch und das machte das präzise Arbeiten nicht gerade leichter. Dadurch, dass ich unterwegs war, musste ich meine Materialien limitieren. Mein erstes Bild ist noch auf dem getönten A4-Karton von Claire Fontaine entstanden. Als ich am zweiten Tag, noch zu Hause, wieder darauf malte, entschied ich mich zum Aquarellskizzenbuch zu greifen. Das große Papier führte zu unschönen Flecken und generell brauchte ich einfach zu lange auf dem Format. Da ich mit dem zweiten Motiv sehr unzufrieden war, malte ich dieses auch neu. Das Skizzenbuch besitze ich seit 2013. Bereits damals habe ich es für Projekte verwendet. Dadurch, dass ich unterwegs war, habe ich auch meine Materialauswahl reduziert und das heißt, neben dem Aquarellskizzenbuch von Moleskine habe ich nur noch folgende Materialien dabei gehabt. Den Radiergummi, den Fallminenbleistift, der relativ stumpf ist und die Zeichentusche von Rohrer und Klingner in Sepia, einen weißen Gel-Liner und eine Füllfeder aus China. Diese Füllfeder habe ich bei AliExpress bestellt und man kann die Tintenpatrone in die Tusche stecken und die Farbe anziehen. Ich habe darin die Sepia-Zeichentusche. Neben der Feder habe ich auch noch 2 Wassertankpinsel von Pentel verwendet zum Kolorieren. Für meine Inktober-Beiträge verwende ich, wie ihr gesehen habt, nur Tusche, weil das für mich Kern der Aktion ist und eine besondere Herausforderung darstellt. Ich muss zugeben, dass ich irritiert war, als ich gemerkt habe, dass dieses Jahr viele Zeichner andere Materialien für größere Flächen verwenden, zum Beispiel Gouache oder Aquarell. Ich verstehe und respektiere aber natürlich, wenn jemand andere Materialien verwendet. Meiner Meinung nach wurde darüber auch schon genug diskutiert und es muss jeder für sich entscheiden, wie er dieses große soziale Event und die Regeln auslegt. Jetzt zeige ich euch meine 7 bzw. 8 fertigen Beiträge. Die Entstehungsvideos könnt ihr im Anschluss zusammen mit Katzenimpressionen genießen. Den Anfang macht das Bild zum Thema Buch. In diesem Bild sieht man sehr schön die Freude, die ich hatte, als ich bemerkt habe, jetzt habe ich endlich ein Papier, auf dem ich arbeiten kann. Die Hexe freut sich sehr über den gelungenen Zauber. Als nächstes seht ihr das Bild Nummer 3 zum Thema Kerzen. Hier habe ich mich nochmal mehr ausgetobt mit den Möglichkeiten, die man plötzlich hat, wenn man von einem Zeichenpapier auf ein Aquarellpapier umsteigt. Und das erlaubt einfach viel schönere Schattierungen. Weiter ging es mit dem Thema Kräuter am Tag Nummer 4. Hier habe ich mich mit Details ausgetobt, habe verschiedene Kräuter recherchiert und die alle in einen Topf geworfen. Dabei konnte ich ebenfalls wieder schön experimentieren mit den Schattierungen und hatte dabei einfach sehr viel Spaß. Am nächsten Tag habe ich das Thema Zauberstab ausgearbeitet und zwar nach einem anstrengenden Aufstieg im Lanzertiergarten zum Rohrhaus und bei strahlendem Sonnenschein, einer Tasse Kakao, habe ich an diesem Bild gearbeitet. Wie ihr vielleicht schon vermutet, hat mir das Ganze sehr viel Spaß gemacht. Am nächsten Tag habe ich im Wiener Museumsquartier an dem Thema Zaubertrank gearbeitet. Und das war auch der Tag, an dem die Dame mir gesagt hat, ihr würde die Entwicklung von dem Bild gut gefallen. Das nächste Bild war dann auch schon das letzte Bild, das ich in Wien gemalt habe. Wie ihr seht oder wie ihr vielleicht schon erkennt, ist das Bild detaillierter und feiner ausgearbeitet als die anderen, die ich unterwegs erstellt habe. Das liegt daran, dass ich diese in den eigenen 4 Wänden in Wien erstellen konnte, also etwas entspannter war. Kommen wir zum letzten Bild. Das ist wieder bei mir zu Hause in Bayern entstanden.
und ist mir gar nicht so leicht gefallen, weil ich mit dem Thema Altar einfach nicht so warm geworden bin. Aber sparkelt gut, alles gut. In diesem Sinne, viel Spaß beim Schauen der Videos.